Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fey, heute mit dem zweiten Dünenbild. Die Farben sind Alizarin-Karmesin, Lavender, ein Ocker, ein Penisgrau, ein Ultramarinblau. Also diese 5 Farben brauchen wir heute für dieses Bild. Hier stehen sie noch einmal. Wir machen das Blatt gut nass mit einem breiten Flachpinsel und beginnen mit dem Alizarin-Karmesin relativ über das ganze Blatt verteilt, nicht ganz dicht in den Übergängen, mischen hier oben ein Ultramarin dazu und auch ein Penisgrau. Nicht in schönen Übergängen, sondern eher so fleckenweise, dass der Himmel bewegt aussieht. Dadurch, dass das Blatt nass ist, verbinden sich die Farbe ganz von alleine. An dieser Stelle habe ich ein bisschen Farbe weggeholt für die Sonne. Hier scheint die Sonne sozusagen ein bisschen im Nebel hinter den Wolken. Das arbeiten wir später noch aus. Also es ist hier jetzt die Grundierung des Bildes. Jetzt habe ich mit dem Fanstippler Lavender aufgenommen für den Strand, für den vorderen Teil des Strandes und ziehe diese Farbe hinunter. Von rechts und links im unteren Drittel male ich ein Ultramarinblau und immer wieder vorne hier die Lavenderfarbe. Das ist ein Lila, ein bisschen mit Deckweiß versetzt, von der Firma Mission. Nun nehme ich einen mittleren Detailpinsel und vom Ultramarinblau und mache in diesen durch die Sonne gefärbten Dünensand Fußabdrücke sozusagen. Da es immer noch nass in nass ist, kann ich relativ schnell arbeiten, mache einfach einige Tupferpunkte und so weiter und es mischt sich von alleine und bildet sich so schön und harmonisch. Nun tupfe ich mit einem Taschentuch in den feuchten Himmel und male eine Wolke. Und mit einem Washi-Tape klebe ich als nächstes, ich suche ein bisschen die Stelle, wo ich es möchte, ein bisschen unterhalb der Sonne, aber oberhalb des Strandes, des Sandstrandes in Lavender. Da klebe ich ein Washi-Tape von rechts nach links, ganz horizontal, für die obere Kante meines Ozeans und nehme nun ein Ultramarinblau und male den Ozean von vorne bis zu meinem Sandstrand in Lavender. Ich male nicht ganz dicht, ihr seht, ich strichle, ich tupfe, dass einzelne Wellentäler dunkler sind, andere hell bleiben. Also ich mache den Ozean sehr bewegt in diesem Ultramarinblau. Ich mache das Ultramarinblau an der Seite und auch hinten am Horizont ein bisschen intensiver, mische hier sogar noch ein bisschen ein Penisgrau hinzu, einfach, dass ich wirklich helle und dunkle Stellen bekomme. Dass es wirklich nach bewegtem Meer aussieht, nicht wie ein ganz spiegelglatter Teich, sondern wie ein Meer. Hier im Vordergrund mache ich den Schatten eines Brechers sozusagen, der hier im Vordergrund sich aufbäumt ein bisschen und dann eben bricht. Also da werden wir danach noch mit Deckweiß den Schaum oben drüber malen. Das werdet ihr dann gleich sehen. Da werde ich dann auch ein bisschen hinzoomen, so dass man es besser sieht. Jetzt sind wir ja immer noch am Grundieren. Jetzt habe ich, das ist schon der Strand in Lavender, ist schon ein bisschen trocken und ich habe trocken auf trocken, dass es recht durchlässig wird, hier einfach ein Ultramarinblau über diesen Strand, über dieses Lavender gezogen, sodass es da durchbrochen ist, als würde sich das Wasser am Strand wieder zurückziehen. Da wird der Sand dann so glatt und an einzelnen Stellen ist das Wasser dann schon weg. Hier bei den Brechern male ich jetzt noch ein Penisgrau dazu, dass es noch dunkler wird. Das Ganze hier jetzt mehr aus der Nähe. Ich
kümmere mich zuerst mal um die Sonne, dass sie da hinter dieser Wolke hervorleuchtet, auch mit Strahlen auf den Ozean, den ich an der Stelle auch hell auswasche, dass die Sonne eben da ihre Spur hinterlässt sozusagen auf dem Wasser. Mit Deckweiß mache ich das Ganze noch ein bisschen heller und mit schönerem Übergang nach rechts und links, dass da einfach einzelne Wellen weiß glitzern im Sonnenlicht sozusagen. Ihr müsst das Deckweiß recht intensiv auftragen, weil wenn ihr es zu flüssig auftragt und es trocknet, verschwindet es wieder. Also nur dort, wo es recht intensiv aufgetragen ist, bleibt es. Hier habe ich noch einmal den Brecher abgedunkelt und jetzt gehe ich mit dem Deckweiß oberhalb des Brechers entlang und male den Schaum. Ihr seht, ich nehme relativ viel vom Weiß, sodass ich fast trocken auf trocken bin, wenn ich da ein bisschen auch übers Penisgrau ziehe. Das seht ihr, das sieht dann fast ein bisschen aus wie Gischt, also wirklich, man sieht da diesen Schaum. Das könnt ihr ein bisschen ausprobieren mit eurem mittleren Detailpinsel. Auch hier vorne male ich noch heller, male ich die Sonnenspiegelung intensiver und jetzt nehme ich eine Mischung aus Ultramarinblau und Ocker, ein bisschen Penisgrau mische ich auch dazu, um das Dünengras zu malen, hier jetzt mehr im Vordergrund. Ich grundiere zuerst mit dem Fanstippler und gehe dann drüber noch in die nasse Farbe mit meinem feinen Schriftenpinsel und teilweise nicht derselben Mischung, sondern sogar wirklich dunklerem Penisgrau oder intensiverem Ockergelbton. Jetzt tupfe ich in den feuchten Schatten hier links im Vordergrund mit dem feinen Schriftenpinsel noch ein bisschen Struktur in diesen Sand, in diesen durch Dünengras überwucherten Sand sozusagen, dass da einfach Bewegung hineinkommt in diese schattigere Stelle. Nun verwende ich dieses Ockergelb noch einmal und mal einzelne gelbere Halme, einfach um das Sonnenlicht ein bisschen einzufangen, hier auf meinem Dünenhügel, dass man sieht, die Sonne reicht mit ihren Strahlen noch bis, also sehr sanft, aber doch bis noch zu diesem Dünengras in ihrer Abendsonnenkraft. Und gehe dann mit dem Lavender unterhalb dieses kleinen Weges, der da entsteht, also so ein Sanddünenweg, der zu mir führt. Unterhalb die Stelle auf dem Sandstrand dunkle ich mit dem Lavender noch ein bisschen ab und male hier links im Vordergrund, ist es jetzt getrocknet, da gehe ich jetzt mit einem Deckweiß drüber und male da einzelne helle Dünengräser über dem dunklen Penisgrau. Dasselbe mache ich jetzt hier auf der rechten Seite. Da verwende ich noch einmal diese Mischung aus Ocker und vor allen Dingen Penisgrau, also relativ dunkel, und mal hier schilfartige Dünengräser, relativ hohe. Also die gehen von der Höhe her bis über die Sonne, sodass man wirklich das Gefühl hat, man steht in den Dünen, hinter den Dünen. Ja, jedenfalls so, dass das Gras sehr hoch ist von unserem Standpunkt aus. Unten verbinde ich das Ganze mit meinem Penisgrau, dass ich diese Düne bekomme, und mit dem Fanstippler, also mit diesen vordersten Härchen, die da so drüber stehen beim Fanstippler, mit diesen feinen, male ich jetzt noch ein bisschen den Samenstand beim Schilf, also dieses faserige, was Dünengräser oben an der Spitze manchmal aufweisen. Ich mache das ganz fein, eben mit dieser Mischung
die hauptsächlich dominiert ist von Penis Grau. Dass es hier jetzt recht dunkel ist, hier im Vordergrund auf dieser Düne. Und jetzt sehen wir beide Seiten, also rechts und links von diesem kleinen Sandweg, Dünenweg, haben wir jetzt diese Dünengräser. Und ich nehme jetzt ein Ultramarinblau mit Lavender gemischt und mal hier in dieses Angefeuchtete, das habt ihr zuerst gesehen, ich habe diesen hellen Bereich angefeuchtet mit meinem breiten Flachpinsel und tupfe hier jetzt Fußspuren in den Sand. Einfach mit diesem Lavender-Ultramarinblau-Gemisch in diese nasse Oberfläche, sodass es nicht hart wird, sondern sich selber von alleine verbindet, sozusagen. Ich mache hier rechts auf der Seite noch ein bisschen Schatten und jetzt sind wir auch schon fertig mit unserem Bild. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr vergesst nicht das Abonnieren. Ich freue mich auf ein nächstes gemeinsames Bild mit euch. Es wird ein Flussbild sein mit dem Titel Mädchen am Fluss. Bis bald. Tschüss.